Good morning. Guten Morgen. You know, it is such an incredible freedom that we can live in when we are free from the fear of men. Wir können in einem solch unglaublichen Frieden leben, wenn wir frei von Menschenfurcht sind. You know, there are many reasons why we could live so desperately to please people. Es gibt viele Gründe, warum wir so verzweifelt versuchen, den Menschen zu gefallen. You know, many times it could be from rejection in the childhood. Oft könnte es aus Ablehnung in der Kindheit kommen. It could be an overly deep desire to be always accepted. Es könnte ein tiefes Verlangen sein, immer angenommen zu sein. You know, but really whatever the reason is, doesn't matter. Doch es spielt keine Rolle, welcher Grund es auch immer ist. What really matters is this. Was eine Rolle spielt, ist Folgendes. That we understand that living as a man-pleaser can literally stop us from fulfilling God's purpose. Dass wir verstehen, dass in Menschenfurcht zu leben uns wortwörtlich stoppt, Gottes Absichten zu erfüllen. Because God says to this, but man put pressure on us not to do it. Denn Gott sagt, tu dies, aber Menschen üben Druck auf uns aus, es nicht zu tun. So now what do? Und nun, was machen wir? We literally don't do what God wants us to do. Wir machen nicht, was Gott von uns will. Listen to me, if you live to always get the approval of man, you will never have the approval of man anyhow. Wenn du lebst, um immer die Anerkennung der Leute zu bekommen, du wirst so oder so die Anerkennung der Menschen nie haben. You know why? Weißt du warum? Because you get the approval of this one person, but the other person disapproves of that. Weil du von dieser einen Person die Zustimmung bekommst, aber die andere Person widerspricht dem. I've made my choice. I live by principles and not by the pressure of men. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich lebe nach Prinzipien und nicht unter dem Druck von Menschen. You know, I have found out that a lot of people actually lie, not because they're mean and evil people and they want to lie. Ich habe herausgefunden, dass viele Menschen lügen, nicht weil sie gemeine und böse Menschen sind und lügen wollen. But the lying is actually motivated by don't want to be rejected by men. Aber ihr Lügen ist motiviert davon, von den Menschen nicht abgelehnt zu werden. Many people lie because they want to keep up their right image because that gets them accepted by men. Viele Menschen lügen, weil sie ihr richtiges Image aufrechterhalten wollen, denn dies führt dazu, dass sie von Menschen angenommen werden. So whenever you want to do things that pleases men, ask this question. Und wenn immer du Dinge tun willst, die Menschen gefallen, stelle dir diese Frage. How does God feel about this? Wie denkt Gott über diese Sache? You know, think about this, how many things Jesus did that greatly displeased the Pharisees. Denk darüber nach, wie viele Dinge Jesus tat, was den Pharisäern sehr missfiel. You know, the Pharisees were the teachers of the law. Those were the people who had important authority. Die Pharisäer waren die Gesetzeslehrer, es waren die Leute, die wichtige Autorität hatten. But Jesus was not concerned if they were pleased with what he did with how he did things. Jedoch war Jesus nicht darüber besorgt, ob es ihnen gefiel, was er tat, wie er die Dinge tat. You know, he was simply pleased with what is the Father telling me to do right now. Jesus war einfach zufrieden mit dem, was der Vater ihm gerade jetzt aufträgt. We must never, 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 never come to this place where it's so important what people say that we don't even worry anymore what God said. Wir müssen nie an diesen Punkt kommen, an dem es so wichtig ist, was Menschen sagen, dass wir uns nicht einmal mehr darüber Gedanken machen, was Gott sagt. You know, I really do not believe Ich glaube wirklich nicht, that anybody can become part of this last final great harvest dass irgendjemand Teil von dieser großen, ultimativen, letzten Ernte sein kann, who is going to be a man pleaser instead of a God pleaser. der menschengefällig ist, anstatt Gott zu gefallen. You see, because here's what's going to happen. Folgendes wird passieren. In this final great harvest, we're going to move in the supernatural in a very radical way. In dieser letzten großen Ernte werden wir uns auf eine sehr radikale Art und Weise im Übernatürlichen bewegen. In this final great harvest, many religious people will rise up against the true judge of Jesus Christ. In dieser letzten großen Ernte werden viele religiöse Leute gegen die wahre Gemeinde von Jesus Christus aufstehen. So we've simply got to make up our minds. Wir müssen uns einfach entscheiden. How important is it for me to really fulfill what God has put me into this earth for, or what people say about me? Wie wichtig ist es für mich wirklich zu erfüllen, wofür mich Gott auf diese Erde gestellt hat, oder was Menschen über mich sagen? You know, hypocrisy will become a normal part of our lives if we are man pleasers. Heuchelei wird für uns in unserem Leben normal werden, wenn wir menschengefällig sind. Why will hypocrisy become a normal part of our life? Warum wird Heuchelei in unserem Leben normal sein? Because many times we kind of feel that something is not right if we do it
But people will reject us if we do it. Weil wir oft fühlen können, dass etwas nicht stimmt, wenn wir es tun. Jedoch werden die Leute uns ablehnen, wenn wir es tun. So we will now pretend that we're doing something, which in reality we're not even doing. So geben wir jetzt vor, etwas zu tun, was wir in Wirklichkeit gar nicht tun. I will give you a simple and clear example. Ich gebe dir ein einfaches, klares Beispiel. And I've seen this too many times. Ich habe dies zu oft gesehen. There are different cultures in different nations of the world where Christians are not supposed to drink alcohol. Es gibt verschiedene Kulturen in den verschiedenen Ländern der Welt, in denen die Christen nicht Alkohol trinken dürfen. This is nothing to do with the Bible. It's a cultural thing. Unfortunately, people have allowed culture to infiltrate the Christian life. Mit der Bibel hat es nichts zu tun, es hat mit der Kultur zu tun. Unglücklicherweise haben die Menschen es erlaubt, dass die Kultur in das christliche Leben eindringt. Now, I have no problem honoring different cultures in this world. Ich habe kein Problem damit, verschiedene Kulturen dieser Welt zu ehren. But you know what? Here is what I've seen over and over again. Hier ist aber, was ich immer und immer wieder gesehen habe. That as the pastors begin to understand that actually this is just religious and the Bible doesn't teach it we can't drink. Wenn die Pastoren verstehen, dass dies nur religiös ist und die Bibel uns nicht lehrt, dass wir nicht trinken dürfen, The Bible actually teaches against being drunk, but not about drinking. die Bibel lehrt, nicht betrunken zu sein, nicht darüber, dass wir nicht trinken dürfen. So what have these pastors done? Was haben diese Pastoren getan? They say, hey guys, it's all okay if you drink. Just drink it secrecy of your home. Hey Leute, sagen sie, es ist in Ordnung, wenn ihr trinkt. Trinkt einfach nur im Geheimen bei euch zu Hause. Now, maybe you think, oh, that's very wise because this way they don't offend anybody. Nun denkst du vielleicht, dass dies weise ist, denn so wird niemand vor den Kopf gestoßen. No, Nein, it's hypocrisy. es ist Heuchelei. They pretend like Christians don't drink and they don't drink either, but in reality they do. Sie geben vor, so wie Christen nichts trinken, so trinken auch sie nicht, aber in Wirklichkeit trinken sie. So I've always told these people, listen, if you don't think it's right to drink, don't drink. Ich habe diesen Menschen immer gesagt, hört zu, wenn ihr denkt, dass es nicht richtig ist zu trinken, dann trinkt nicht. But if you think it's okay and right to drink, don't lie to the people. Tell them that you drink. Aber wenn ihr denkt, dass es in Ordnung ist und richtig ist zu trinken, dann lügt die Menschen nicht an. I've met people that have driven an hour to another city where nobody knows them to buy a case of beer. Ich traf Menschen, die 1 Stunde gefahren sind zu einer anderen Stadt, wo niemand sie kennt, um dort eine Kiste Bier zu kaufen. Because they're so afraid that somebody else might see them and be displeased with them. Weil sie so Angst haben, dass jemand sie sehen könnte und es ihnen missfallen könnte. Men pleasers will become hypocrites. Menschen, die menschengefällig leben, werden zu Heuchler. Be careful. Sei vorsichtig.